Claude Code wurde veröffentlicht und es hatte einen, sagen wir mal, holprigen Start, denn es hat die Systeme von ein paar Nutzern zerschossen, komplett. Und wir wollen uns heute angucken, was ist überhaupt erstmal Claude Code, wie kann ich das bzw. ähnliche Tools sicher ausführen, sodass mir sowas nicht passieren kann, und wie gehen wir eigentlich damit um? Denn ja, der Trend ist ja schon relativ eindeutig, wo das mit dem Programmieren gerade hingeht. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Claude Code ist, ja, ich habe mittlerweile übrigens Access da drauf und ich will euch das mal kurz zeigen, aber ich habe es noch nicht in einem richtigen Test aufbearbeitet. Das hier ist kein Test für Claude Code. Hier geht es um die Sicherheitsmaßnahmen, wie wir das und ähnliche Tools verwenden können. Okay, zunächst einmal, Claude Code ist ein Software-Tool. Das heißt, es läuft in eurem Terminal. Das ist nicht eine grafische Oberfläche, wo ihr Code reinschickt und ihr bekommt eine Antwort über einen Chat oder sowas. Nein, das Ding hat Zugriff auf euer Terminal, auf eure Command-Line, wie ihr es auch immer nennen wollt. Ihr installiert das Ganze als NPM-Paket. Hier oben ist der Befehl dafür. Und dann könnt ihr es aufrufen, wenn ihr es eingerichtet habt, und sagt einfach, hey, Claude, mach mal bitte diesen Fehler da. Oder mach mal einen PR dazu, also einen Pull-Request dazu, und aktualisiere sozusagen meinen Code für mich. Und mach zum Beispiel auch mal die Tests, schau, wo die fehlschlagen, und fix dann das gesamte Modul, fix alle Fehler. So, und damit dürfte klar sein, dass wir wahnsinnig viel Softwareentwicklung eigentlich automatisieren können. Gerade den Bereich Code schreiben und vielleicht auch so einige Verwaltungsaufgaben, sowas wie Create a PR oder sowas. Das sind normalerweise mehrere Befehle und ich muss mir Gedanken drum machen, wie ich das jetzt alles formuliere und was ich genau mache. Das kann ich hiermit alles quasi autonom tun. Vor allem, wenn man dann diesen Bereich, das wir schreiben müssen, was gemacht wird, auch einfach nur noch in GitHub-Issues eintragen und die automatisch lesen, was auch gehen soll. Das Ding ist jetzt allerdings natürlich, da wir einer KI sozusagen Zugriff geben auf unsere Kommandozeile, kann die da halt auch Befehle ausführen. Und ich will hier eine Sache ganz kurz klarstellen: Das hier ist kein Claude 3.7 Sonnet oder sowas, ist schlecht. Ich benutze Claude 3.7 Sonnet mit Extended Thinking als allererstes, wenn ich irgendwas programmieren möchte. Das Modell ist großartig zum Programmieren und es macht unfassbar wenige Fehler. Es macht Fehler, aber wenn man ihm die Fehler dann sagt, dann kann es die auch reparieren. Und das ist im Endeffekt alles, was ich aktuell an einigen Softwareprojekten noch groß tun muss. Raussuchen, was gebe ich dem Modell, das nehmen, was es mir gibt, und dann reintragen und dann sagen, hey, schon mal das fehlgeschlagen, mach mal nochmal neu, und dann kriege ich den aktualisierten Code. Und das macht das hier alles komplett von selber. Soll es zumindest. Deswegen, das ist nicht gegen Claude 3.7 Sonnet. Das Modell ist Wahnsinn, was Programmieren angeht oder was Softwareentwicklung insgesamt angeht. Und man muss dazu auch sagen, was Entropics Vision ist, ist auch mittlerweile eindeutig geworden. Sie versuchen sich von ChatGPT, Gemini und so weiter und so fort abzuheben, sodass sie ein bisschen eine andere Stellung haben. Claude ist tatsächlich Fokus auf ITler, auf technische Leute, die Software entwickeln wollen zum Beispiel. Und Claude möchte das Modell sein, mit dem man automatisch programmieren kann. Das hat da mehr Trainingsdaten, mehr Tuning in diese Richtung, mehr Extras, wie zum Beispiel diese Artefakte, die wir uns auch schon angeguckt haben im Claude 3.7 Video. Das ist da alles extra drin. Und das ist eine Aussage von Entropics CEO, dass wir in 3 bis 6 Monaten 90% des Codes schreiben können, den vorher Softwareentwickler gemacht haben. Bis Ende des Jahres prognostiziert er zumindest, dass Code vollständig von KI geschrieben werden kann. Nicht unbedingt wird, aber könnte. Und das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, wenn man so möchte, weil Claude schon besser ist im Programmieren als jetzt ein ChatGPT. Auch die Thinking-Modelle sind nicht so gut wie 3.7 Sonnet. Dann besser als Gemini. Gemini hat eher so dieses Automatisierungsding, und wir haben dieses tolle Ökosystem von Android und übrigens Smart Home, und das machen wir noch und das machen wir noch. Funktioniert nicht gut, aber sie machen auch Suche und so weiter und so fort, und ChatGPT ist halt so der OG. Ja, also das sind so die Abstufungen. Grok hat sein Twitter-Integrationsding als Unique Selling Point und Entropic hat sich eben für Code entschieden. So, und dementsprechend ist das die Vision, die sie haben. Und ja, das sehe ich auch nicht allzu fern. Aber es gibt noch Probleme. Und wir wollen uns heute angucken, wie konnte Claude Code im Grunde genommen ein ganzes System zerschießen, wenn es doch eigentlich so ein gutes Modell ist. Was ist da genau passiert?
Zunächst einmal will ich euch aber auch eine andere Möglichkeit geben, weil das hier ist schon ein bisschen länger her. Wenn ihr solche Sachen wirklich brandneu erfahren wollt, dann kann ich euch meinen Morph Reader empfehlen. Das ist meine App. Die könnt ihr komplett for free nutzen. Ja? Ihr könnt sogar den Premium-Feed mit Werbung nutzen oder, falls euch die Werbung nervt, den abonnieren. Ansonsten ist es immer noch ein absolut guter, finde ich zumindest, RSS-Reader, den ich selber entwickle und der halt auch von mir maintained wird. Dementsprechend, wenn ihr irgendwelches Feature oder Feedback oder sonst irgendwas für mich habt, neue Kategorien haben wollt im Premium-Feed, dann sagt ihr mir das. Ich habe jetzt tatsächlich gerade neu das Ding im App Store, also auch für die Apple-User ist das jetzt verfügbar. Plus im neuesten Update, das hat Apple leider noch nicht, ist aber im Play Store wahrscheinlich jetzt dann spätestens morgen müsste es live sein. Ich habe es gerade heute Vormittag hochgeladen. Habt ihr YouTube und Reddit Support. Das heißt, ihr könnt sagen, hey, ich will den Typen da auf YouTube, ich will nicht mich auf den Algorithmus verlassen müssen, ich abonniere den jetzt im Morph Reader und dann kriegt ihr jedes Mal einfach die News, dass ein neues Video reingekommen ist, kriegt ihr in euren Feed rein. Ihr könnt es direkt in der App gucken, wenn ihr das wollt, oder natürlich in der YouTube-App. Das ist beides über einen Klick möglich. Und dementsprechend, ich glaube, dass sich der Morph Reader in was entwickelt hat, was mir persönlich wirklich wichtig ist und ich benutze ihn auch selber am allerliebsten, wenn ich Nachrichten konsumiere, denn ich verpasse nichts, ich habe kein Clickbait, ich weiß, was drin steht innerhalb von so kurzem Text im Vergleich zu, ich muss das hier lesen und die Werbung überspringen und dann die Einleitung und so weiter und so fort. Es ist einfach angenehm und ich habe keine FOMO, weil ich eben nicht von irgendwelchen Feeds abhängig bin. Ich muss mich nicht auf den YouTube-Algorithmus verlassen, ich muss mich nicht auf den Reddit-Algorithmus verlassen, ich muss mich nicht auf irgendeinen Google News-Algorithmus verlassen. Ich weiß, was ich auf jeden Fall bekomme. Und ich glaube, das ist einfach super. Über Instagram erfahrt ihr mal als erstes, wenn es eine neue Version gibt. Klar. Und über Patreon, falls ihr ein ungoogelt Phone habt. Es gibt natürlich also genau, über Patreon, weil ihr natürlich auf ungoogelt Phones keinen Premium-Feed euch kaufen könnt, ist da einfach nicht möglich. Da gibt es über Patreon den ganzen RSS-Feed, falls ihr ihn auch in irgendeinem anderen RSS-Reader haben wollt, könnt ihr euch da auch komplett customizen. Und wie gesagt, jetzt neu haben wir auch die Immobilien als eine Kategorie. Das hat jemand sich von euch gewünscht. Das heißt, ihr könnt dann quasi sagen, hey, das ist also neu bei Immobilien. Wow, hätte ich nicht gedacht. Was ich aber auch sagen möchte, ich bin wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video hier seht, live auf Twitch, außer ihr guckt halt irgendwie morgen oder sowas. Aber ich werde es rausbringen und dann direkt live geben, weil ich habe Bock, auch noch ein anderes Projekt zu machen und das findet ihr dort. Das heißt, wir machen jetzt tatsächlich ein bisschen Entwicklung auf Twitch und vielleicht auch noch Gaming oder sowas, aber erstmal Entwicklung, genau, wollte ich euch einfach auch nur mitteilen und jetzt gucken wir uns an, was da los ist. Also, zunächst einmal, was ist erstmal ein grundsätzlicher Nachteil von solchen Code-Modellen oder von Claude Code im ganz Besonderen? Zunächst einmal, wenn ich Claude Code benutze, dann kann ich natürlich nur die Claude-Modelle nutzen. Und das ist ziemlich teuer. Claude Code ist eins der teuersten Modelle, die wir über eine API nutzen können. Und die Abrechnung von Claude Code erfolgt leider nicht, wie ich mir das gewünscht hatte, eingangs, über euer Claude-Abo, sondern über die API. Also jeder Aufruf. Auch wenn ihr eigentlich, also es gibt ja auch beim normalen User-Interface gibt es ja auch ein Limit. Ihr könnt nicht unendlich viele Anfragen stellen. Claude Code nutzt nicht mal das, sondern wird halt jedes Mal abgerechnet über die API. Und wie gesagt, $15 pro 1 Million Tokens ist nicht wenig. Vor allem, weil ihr halt natürlich auch noch den Input dazu rechnen müsst und der Input ist halt euer Code, da kommt man sehr, sehr schnell an so große Mengen ran. Deswegen, ist es mir persönlich einfach, also es ist nicht zu teuer, es ist natürlich günstiger, als wenn ich das Ding selber in meiner Zeit entwickle, aber ich kann es halt über die Web-Oberfläche, kann ich das auch machen und da geht es nicht ganz so schnell, aber halt for free, wenn man das Abo eh schon bezahlt. Und es werden Daten gesammelt. Das wird auch über das Claude-Interface gemacht. Das wird auch verwendet, um tatsächlich User-Feedback zu sammeln und so weiter und so fort. 30 Tage werden die Sachen dort gespeichert und wie gesagt, die Informationen gehen halt natürlich in die USA. Die Modelle werden nicht mit eurem Code trainiert, aber trotzdem finde ich das ein bisschen problematisch, wenn man jetzt nicht an einem Open-Source-Projekt mitentwickelt. Wenn es ein Open-Source-Projekt werden soll, dann kann euch das egal sein, weil dann landet sowieso alles in irgendwelchen Trainingsdaten. Das, wenn man ehrlich ist, das passiert auf jeden Fall. Wenn man allerdings sensiblen Code hat und vielleicht Dinge drinstehen, die man nicht da drin haben möchte, dann könnte das ein Problem sein. Und dementsprechend nutzt es mit Vorsicht, vor allem aber auch, wenn wir uns angucken, was passiert ist. Ich habe das hier mal rausgesucht, das ist ein GitHub-Issue und da wurde beschrieben, wie Claude Code im Grunde genommen das System
gebrickt hat. Und zwar wurde man angewiesen, für die Auto-Update-Funktion von Claude Code diesen Befehl hier in Gelb auszuführen. Das ist ein Screenshot, den habe nicht ich so schräg gemacht, den habe ich von GitHub. Beschwert euch bei dem User, ich finde ihn auch seltsam. Aber gut. Und dieser Befehl ist nötig, damit Claude Code selbstständig quasi die ganzen Systemdateien oder die ganzen Dateien im Grunde genommen aktualisieren kann. Also sowas wie pip-Module, sowas wie Software, zum Beispiel Python oder irgendwelche anderen installierten Tools, die man für Softwareentwicklung verwenden kann und sollte, für die man normalerweise immer sudo schreiben müsste, bla bla bla, damit man irgendwas aktualisieren kann. So, und dieses Kommando sollte ausgeführt werden, damit man eben diese Rechte bekommt. Ich habe das mal kurz für euch. Einfach spaßeshalber wollte ich Claude fragen, warum das problematisch ist, beziehungsweise was da passiert, wenn man das ausführt und warum das schief geht. Und ich fand es doch viel lustiger, dass Claude dann wegen Kapazitätseinschränkungen mir nicht geantwortet hat. Ich habe es zweimal probiert, war eigentlich mehr ein Joke, aber ich fand es auch lustiger, dass es sogar schief geschlagen ist. Schief gegangen, fehlgeschlagen ist. Sprache manchmal schwierig. Ich bin kein Sprachmodell, wie ihr merken könnt. Und ja, genau, ich habe euch das mal einfach aufgedröselt. Also zunächst einmal sudo chown, das ist der Befehl, mit dem ihr quasi die Berechtigung übertragt. Das bedeutet, in dem Fall wird der aktuelle Benutzer der Besitzer von allen Dateien im /user-repository, im User-Ordner, also in diesem Ordner hier. Und da liegen natürlich die ganzen Daten drin, die wir eigentlich zum Beispiel aktualisieren wollen, Programme, Tools und so weiter und so fort. Und das kann schon alleine zu Problemen führen, weil das System geht einfach davon aus, dass der Root-User der Besitzer von diesem ganzen Ordner ist. Ist aber in dem Sinne jetzt erstmal nicht direkt ein Problem, kann aber an sich zum Problem führen, weil das System das einfach anders erwarten kann. Und das nächste ist, die Schreibrechte werden dann auch noch gegeben, also es sind ja 2 Befehle gewesen, die hintereinander ausgeführt werden. Die Schreibrechte werden einfach auf den Benutzer, also auf den aktuellen Benutzer, draufgelegt, dass der halt auch da reinschreiben kann. Und das kann natürlich einfach dazu führen, dass das System nicht mit diesen Änderungen klarkommt, beziehungsweise dass dann einfach die Rechte fehlen oder zum Beispiel irgendwas kaputt gemacht wird. Und wenn dann Claude darauf theoretisch Zugriff hat, was es ja braucht, damit es diese Sachen aktualisieren kann, dann kann es da was reinschreiben, was zu Fehlern führt, beziehungsweise es kann einfach Dinge komplett abändern und die dann halt kaputt machen. So, und jetzt will ich euch natürlich ein paar Möglichkeiten geben, wie oder auf was für Tools ich eigentlich da warte, beziehungsweise was ich bei solchen, ich nenne es jetzt einfach mal Autocodern, beachten möchte, damit die auch nichts kaputt machen können. Weil, wenn wir ehrlich sind, Claude Code ist im Grunde genommen Folgendes. Ihr gebt einer künstlichen Intelligenz vollen Zugriff auf euer System. Über das Terminal kann ich alles machen. Und wenn ich dann eben auch noch sowas sage wie, hey, der Ordner, der eigentlich nur dem Administrator gehört, den darfst du jetzt auch verändern und komplett alles damit machen, was du möchtest, dann habe ich hier eine ziemlich üble Schwachstelle in meinem System. Eigentlich würde man sowas als eine Remote Code Execution Schwachstelle bezeichnen. Ich führe Code aus, den ich nicht selber ausführen möchte. Und das kann beliebiger Code sein, nur dass halt nicht ich entscheide, was der Code ist und auch nicht irgendein Angreifer das entscheidet, sondern halt eine KI. Und KIs machen selbstverständlich Fehler. Sprich, im Grunde genommen haben wir hier eine Remote Code Execution KI-Schwachstelle, wenn ihr so wollt. Und das kann ein Problem sein. Deswegen hier ein paar Tipps oder sowas, damit sowas nicht passiert. Zunächst einmal, wir wollen grundsätzlich so wenig Rechte wie möglich haben. Das Allerwichtigste ist erstmal natürlich, dass wir keine Root-Rechte geben für eine KI. Sonst kann die halt natürlich unser System kaputt machen. Aber selbst Nutzerrechte können problematisch sein. Ich habe jetzt hier mal nur hingeschrieben, no root. Das ist auf jeden Fall eine Grundrichtlinie, die ihr unbedingt beachten solltet. Aber im besten Fall würde ich euch empfehlen, für solche Autocoder einzelne Rechte anzulegen. Also einen extra Benutzer-Account, zum Beispiel nennt ihn Claude, und dann bekommt der Benutzer Claude nur die Rechte,
die auch wirklich Claude haben sollte. Sprich zum Beispiel auf einen Ordner. Das ist dann beispielsweise der Ordner, wo man drin arbeiten kann und da darf das dann alles ändern. Zum Beispiel lesen, schreiben, in Unterordner gehen, vielleicht auch einzelne Dateien da drin oder Tools oder sowas ausführen und in diesem Unterordner kann man alles machen. Das sollte in den meisten Fällen ausreichen. Wenn ihr wirklich aber auf Nummer sicher gehen wollt, reicht das eigentlich nicht. Denn es kann immer noch sein, dass da irgendwas drin liegt oder irgendein Codestück geschrieben wird und dann hat es plötzlich Ausführrechte und dieses Codefragment kann dann halt auch Dinge tun. Im Grunde genommen haben wir immer noch eine Remote-Code-Schwachstelle. So, und auf welchen Systemen ist mir als Mensch eine Remote-Code-Schwachstelle völlig egal? Richtig, auf virtuellen Maschinen bzw. einem extra Gerät für genau diese Anwendung. Wenn ein Hacker, wenn ich hier einen Laptop hinstelle und da ist alles neu drauf, ja, da ist nichts irgendwie, was sensibel ist und vielleicht habe ich dann da meine Entwicklungsumgebung eingerichtet, keine Rechte oder sonst irgendwas, nicht mit Git eingeloggt oder irgendwas anderes und ein extra GitHub-Account, wo dann wirklich nur der Autocoder sozusagen seine Rechte drauf hat. Oder vielleicht gar kein GitHub-Account, falls das irgendwann mal in Zukunft geht. Dann habe ich hier tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, okay, mir ist egal, was auf diesem System passiert. Wenn es kaputt geht, ist nichts verloren. Das ist völlig egal. Und dementsprechend macht mir das auch nichts aus. So, und jetzt habe ich hier zum Beispiel ein Gerät, wo ich mein Claude-Code oder meinen Autocoder, welcher auch immer das sein mag, drauf laufen lassen kann. Und dann kann der da machen, was er möchte. Er kann von mir aus das System zerschießen, er kann das Ding aktualisieren, er kann alles drauf machen, genau so, wie ich es brauche. Und kann darauf arbeiten. Und ein wichtiger Trick an der Stelle, klar, ihr könnt ein dediziertes Gerät nehmen, ihr könnt aber auch eine virtuelle Maschine nehmen. Und ich habe ein Tutorial dazu schon mal gemacht, ich habe euch das auch schon mal gezeigt. Wenn ihr eine virtuelle Maschine aufsetzt und fertig aufgesetzt habt, die Entwicklungsumgebung läuft, euer Code ist erstmal runtergeladen, man muss vielleicht nur noch einmal pullen, damit alles da ist, dann habt ihr erstmal ein Setup. So, und nachdem man das gemacht hat, kann man einen Snapshot erstellen. Ein Snapshot ist wie ein Abbild eures aktuellen Zustands. Ihr kennt vielleicht die Wiederherstellungspunkte von Windows, genau sowas ist das, nur halt als Ding für eine virtuelle Maschine. Und jetzt kann ich da, das geht zum Beispiel in VirtualBox, geht das wunderbar, kann ich aber sagen, wir nehmen diesen Snapshot und jedes Mal, wenn wir das System starten, starten wir von diesem Snapshot. Das heißt, jedes Mal selber Zustand, wir starten das Ding neu, völlig egal, was Claude Code gemacht hat. Und wenn wir es starten, sind wir genau da. Als allererstes wird der Code von GitHub einfach aktualisiert mit der neuesten Version und dann kann Claude weiter loslegen. Dann habe ich immer einen gleichen Zustand, einen guten Zustand, wo ich weiß, das funktioniert auch. So, jetzt haben wir aber noch ein Problem. Wie genau bekommen wir eigentlich den Code, den Claude oder irgendein anderer Autocoder geschrieben hat, wie genau bekommen wir den eigentlich auf GitHub, beziehungsweise auf GitLab, falls ihr das nutzt, oder irgendeine andere Softwareverwaltung, Versionsverwaltung von dem, was wir da gemacht haben. Wie bekommen wir das hin? Nun, ganz einfach, wir arbeiten Pull-Request basiert. Das bedeutet, wenn jemand ein Feature zum Beispiel schreibt, dann muss der nicht Teil meiner Organisation sein und darf das komplette Repository, wo mein gesamter Code liegt, komplett verwalten oder gar auf Master pushen oder Main pushen. Nein, was gemacht wird, ist normalerweise, irgendjemand schreibt eine Änderung von eurem Code und macht dort irgendwas. Also, wenn er diese Änderung gemacht hat, dann lädt er das hoch und sagt, hey, ich habe hier eine Anfrage an dich. Möchtest du meinen Code bei dir ins Repository rein mergen, also rein verbinden, sodass mein Code auch in deinem Ding jetzt drin ist? Also mein Update ist sozusagen dann für dich verfügbar. Das nennt sich ein Pull-Request. Und wenn das irgendjemand von euch bei mir macht auf meinen Repositories, dann kann ich hergehen, kann genau sehen, welche Dateien geändert wurden, was geändert wurde und so weiter. Ich kann eine Review machen. Also ich kann überlegen, macht das Sinn, was ihr da gemacht habt oder eben nicht. Und ja, genau das macht dann halt eine KI. Also die KI baut den Code bei sich, führt alles aus, guckt, ob alles funktioniert und wenn alles funktioniert, das Feature abgeschlossen ist, dann lädt es das hoch, macht einen Pull-Request, das hatten wir vorhin auch in dem Beispiel gesehen, ihr könnt einfach sagen, hey, mach mal einen Pull-Request und dann bekomme ich das und kann das eben durchlesen, was geändert wurde und kann sagen, ja, das möchte ich oder nein, ich möchte das nicht. Und wenn ich es ablehne, dann kann Claude direkt weitermachen oder der Autocoder weitermachen und sagen, okay, dann verbessere ich eben das, was abgelehnt wurde und lade dann eine neue Version hoch.
Und wenn es aktualisiert wurde, dann ist es ja in meinem Repo drin. Und wenn es in meinem Repository drin ist, was passiert dann, wenn ich die virtuelle Maschine wieder starte? Richtig, ich lade eine alte Version von meinem Code, die nicht aktuell ist, und als allererstes führe ich einen Git-Pull aus. Das bedeutet, man lädt sich die neueste Version von GitHub runter oder von eurer Versionsverwaltung runter, hat die aktuelle Version des Codes da, mit dem akzeptierten Pull-Request drin, den Claude vorher irgendwann mal geschrieben hat, aber an das kann es sich natürlich nicht mehr erinnern. Und dann geht es weiter und es kann weiter an dem nächsten Issue arbeiten. Und schon haben wir eine Entwicklungsumgebung für so einen Autocoder, wo völlig egal ist, wenn irgendwas kaputt geht. Wenn irgendwas kaputt geht, dann lädt es halt keinen Pull-Request hoch. Ist mir doch egal. Wenn irgendwas im Pull-Request kaputt sein sollte, naja, ich muss es ja sowieso nochmal durchlesen. Und den Schritt sollten wir vielleicht vorerst zumindest noch nicht von einer KI machen lassen. Wir können uns von der KI erstmal helfen lassen und das Ganze von mir aus zusammenfassen lassen, aber wir sollten halt den Pull-Request dann schon nochmal durchlesen. So, und das war es eigentlich auch schon. So habt ihr ein gutes Setup und so habt ihr eigentlich auch ein sicheres Setup, sodass nichts bei euch irgendwie kaputt gehen kann. Wollte ich euch einfach mal mitgeben, denn ja, ich weiß, Claude 3.7 Sonnet ist großartig, aber wenn wir ehrlich sind, viele, vor allem Firmen, warten darauf, dass sie ein starkes Programmier-LLM bekommen, also eine KI, die Code schreiben kann, das aber lokal läuft. Und wenn es lokal läuft, ist halt die Anzahl an Neuronen meistens weniger. Sagen wir mal hier sowas wie ein Llama oder ein Qwen 70b. Ja, das hat 70 Milliarden Parameter. Wir gehen davon aus, dass Claude 3.7 Sonnet mehr als 100 Milliarden hat, deutlich mehr sogar, und dadurch halt wahrscheinlich auch einfach nicht lokal gut ausgeführt werden kann, beziehungsweise die Anforderungen an Arbeitsspeicher werden so insane hoch, dass das keine Grafikkarte bekommt. Und dementsprechend werden die Modelle, die wir halt lokal bei uns laufen lassen, nicht ganz so gut sein wie 3.7 Sonnet. Aber das ist uns doch egal. Wenn wir das Ganze ausführen können, dann wird ein neues Update gemacht und dann wird das gefixt und dann wird das wieder gefixt. Wir können ja einfach sagen, macht das so lange, bis es läuft. Das ist ja kein Thema. Und dann kann das auch einfach in einer Firma von selbst programmieren, auch wenn es halt nicht ganz so gut ist. Nur wenn es eben selber die Fehler bemerkt und sich dann selber reparieren kann, dann interessiert mich das nicht. So, und dementsprechend genau solche Sicherheitsmechanismen sind da noch viel, viel wichtiger, weil bei schlechteren KIs wird das noch viel häufiger auftreten. Und ja, natürlich müssen wir da uns vor schützen. Gut, also wenn ihr das ausprobieren wollt, macht das gerne, benutzt aber diese Sicherheitsmaßnahmen. Ich sage nur mal ganz kurz Bescheid, ich bin jetzt wahrscheinlich in diesem Moment gerade live, außer ihr schaut das ein paar Stunden zu spät. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei, es wird nicht das letzte Mal sein und wir hören uns beim nächsten Mal im Cyberspace natürlich. Bis dann, ciao.